Hallo ihr Lieben, wenn ihr schnelle, einfache Gerichte mit wenig Zutaten bevorzugt, dann müsst ihr unbedingt diese Zucchini-Pita vom Balkan ausprobieren. Wir brauchen natürlich Zucchini. Ich habe hier 6 kleine, ihr könnt aber auch gerne die Zucchini aus eurem Garten verwenden, zum Beispiel 2 etwas größere. Außerdem braucht ihr Jufka bzw. Filo-Teig, den gibt es in allen großen Supermärkten entweder in der Kühlabteilung oder auch in der Balkanabteilung zu kaufen. Mein Jufka-Teig ist von der Marke Yummy, die verwende ich seit Jahren und wo ihr diesen kaufen könnt, könnt ihr in der Infobox nachlesen. Zum Würzen noch ein bisschen Salz und Pfeffer und hier habe ich eine Wassersprühflasche. Wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr, die verwende ich immer, wenn ich Pita zubereite, denn dadurch werden die Jufka-Blätter ein bisschen weicher und das Ganze schmeckt einfach besser am Ende. Alternativ verwendet ihr einen Pinsel oder beträufelt die Blätter mit euren Fingerchen. Außerdem braucht ihr noch Sonnenblumenöl, einen Pinsel und eine Backform. Zunächst befettet ihr die Backform und danach kümmert ihr euch um die Zucchini. Entfernt die Enden und unschöne Stellen, der Rest bleibt dran und dann schneidet ihr die Zucchini in Scheiben. Danach schneidet ihr sie in möglichst feine Würfel, das könnt ihr mit der Hand machen oder so wie ich mit so einem wunderbaren Schneidegerät. Ich finde das super praktisch, wenn ich Pita mit Kartoffeln oder Zucchini mache, es geht viel schneller damit und alle Würfel haben die gleiche Größe. Würzt die Zucchini-Würfel mit Salz und Pfeffer und vermengt alles gründlich. Nehmt die Jufka-Blätter vorsichtig aus der Verpackung heraus und schneidet sie auf die Größe des Blechs zu. Legt dabei 2 schöne ganze Blätter auf die Seite, denn die brauchen wir für oben für den Abschluss. Legt das erste Blatt in die befettete Form, besprüht es mit Wasser und beträufelt es mit Öl. Darauf folgt die zweite Schicht und noch eine dritte, ebenfalls besprüht und beträufelt. Auf das dritte Blatt gebt ihr dann noch ein paar Zucchini-Würfel und beträufelt das Ganze mit etwas Öl. Und auf diese Weise macht ihr jetzt weiter, bis alle Blätter verbraucht sind. Das heißt, auf jedes Blatt kommt immer ein bisschen Wasser, Öl und Zucchini-Würfel. Weil sich im Laufe der Zeit in der Schüssel Wasser ansammelt, solltet ihr die Zucchini-Würfel unbedingt ein bisschen ausdrücken. Zum Schluss nehmt ihr die 2 ganzen Blätter her und legt sie so drauf, dass sie sich in der Mitte überlappen und auch ein bisschen drüber stehen über die Ränder, ihr seht es hier, und befeuchtet diese 2 auch gründlich. Dann schnappt ihr euch ein Buttermesser und drückt diesen überstehenden Teil unter die einzelnen Schichten, die wir gerade gemacht haben. Das macht man in erster Linie wegen der Optik, das Ganze sieht einfach ein bisschen sauberer aus. Die oberste Schicht ebenfalls mit ein bisschen Öl beträufeln und dann kann eure Pita in den Ofen wandern. Backt sie im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Umluft oder 220 Grad Ober-Unterhitze zunächst für 35 Minuten. Jetzt stecht ihr sie an mehreren Stellen ein und übergießt sie, entweder mit ein bisschen heißem Wasser, übertreibt es nicht, oder ihr verwendet so wie ich Sahne. Ja, damit gebt ihr eurer Pita zusätzliche Kalorien, aber auch ganz viel Geschmack, Leute, ich garantiere es euch. Gebt sie für weitere 5 bis 8 Minuten in den Ofen, bis die Sahne nicht mehr flüssig ist. Ja, und dann dürft ihr anschneiden. Und ich liebe diesen Moment, wenn ich dann mit dem Messer so durch die Pita fahre und sie ist so schön weich und saftig. Ich liebe das. Und falls ihr sowas noch nicht probiert habt, ja, dann wäre jetzt definitiv die Gelegenheit dazu.
Ihr könnt eure Zucchini bitter kalt oder warm servieren. Ich bevorzuge sie kalt, klingt komisch, aber mir schmeckt sie so einfach am besten. Hier in Österreich würde man sagen, kupt wie katscht, also wurscht wie. Hauptsache sie schmeckt euch und ihr probiert das Rezept aus. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wäre es super, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, mir einen Daumen hoch gebt und auch das Glöckchen drückt, damit ihr Benachrichtigungen zu meinen zukünftigen Videos bekommt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.